allein schon das Wort Black Forest, ja, das hat eine Ausstrahlung und da werden Fantasien angesprochen. Und das ist mir sich als Schwarzwälder gar nicht so bewusst. Ja, wir hatten den ersten, der zum Spaß Ski gefahren ist. Wir hatten den ersten Skilift, ja, und keiner weiß es. Und diese Idee, dass wir dieses Kulturerbe, ja, dass wir als Schwarzwälder für Skisport stehen, das muss einfach sichtbar sein. Der Ski, den gibt es ja schon seit Jahrhunderten und der kommt aus Skandinavien. Aber immer nur, um von A nach B zu kommen. Und da gab es dann den berühmten Dr. Pilet, das ist ein Franzose, der aber in Norwegen studiert hat. Und der hat diese Latten mit hergenommen und geht einfach mal auf den Feldberg hoch und fährt zum Spaß runter. Und das haben die Todtnauer mitgekriegt und die haben gesagt, das ist ein verrückter Hund. Das machen wir jetzt auch. Und ganz interessant, es waren von Anfang an auch Frauen dabei. Weil Frauensport war ein bisschen verpönt. Ja. Aber damals war schon von Anfang an die Geselligkeit gegeben, weil auch Frauen dabei waren. Und ruckzuck hat es einen regionalen Boom gegeben. Die Todtnauer haben dann ruckzuck ihren ersten Skiclub gegründet. Und somit ist der moderne Skisport, das heißt der Skisport, wie wir ihn heute kennen, ja, etabliert gewesen. Nur, es gab keinen Lift. Man ist also hochgelaufen, eine Viertelstunde, um 40 Sekunden runterzufahren. Und dann kommt das Bewusstsein, dass auch die Schwarzwälder den ersten Skilift gebaut haben. Und zwar der Winterhalter aus Schollach, ja, mit seinem Mühlrad, wasserbetriebenes Mühlrad, ja, umzulegen und dass es mit einem Endlosseil einfach einen Lift gibt. Und der zweite Lift hätte hier am Feldberg gebaut werden sollen. Und danach haben es alle einfach gebaut, obwohl sie haben das Patent ignoriert. Ja gut, das ist ja natürlich ein Leben für, mit und durch den Ski. Und das wäre eine lange Geschichte. Ja. Also ich bin in die Skifamilie Thoma hineingeboren, 1965. Da war von Anfang an klar, dass es in Richtung Ski geht. Nur bei mir war es so, ich wollte kein Nordischer werden, was mein Vater unbedingt wollte. Weil mein Onkel, der Georg, das war natürlich ein Hero und ist heute ja noch. Und für den nordischen Skisport, für die nordische Kombination. Es war mal eine Königsdisziplin, weil man gesagt hat, also dieses Skispringen und dieses Langlaufen, das zu vereinen, das ist so interessant. Das Skispringen hätte mir gefallen. Ja? Und dieses Langlaufen, das war mir einfach zu anstrengend im Vergleich zum Alpinen. Weil mein Vater hat mit seinen Brüdern gemeinsam Lifte gebaut und dann konnte ich von klein auf Lift fahren praktisch. Und das ist natürlich der alpine Skisport. Wenn man jetzt der gesamte Hochschwarzwald nimmt oder das Schwarzwald und die Klimaveränderung kommt und irgendwann wird man auf dem Feldberg auch nicht mehr Skifahren können. Wobei, wenn wir den Februar haben, dann sind wir schon zufrieden, ja, dann wird halt Skifahren wertvoller. Aber irgendwann ist natürlich Schluss. Und das ist aber ein Prozess, wo über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte geht. Und dann muss man natürlich Alternativen haben. Ja, was macht man, wenn jetzt kein Schnee ist? Und da haben wir ja zum Beispiel eine Indoorhalle hier am Feldberg, die Fandorena. Das ist schon mal ein Bereich, wo ausgeglichen werden kann. Und dann haben wir aber, und da müssen halt die Region zusammenarbeiten. Wir haben auch in Titisee alles, was für Bike interessant ist. Ja, also da kann man wunderbar von dort aus die Touren im Schwarzwald machen. Nur hier auf dem Feldberg ist es so,
Die Leute, wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Bikeverleih groß aufziehen wollte, die Leute wollen nicht runterfahren und das Ziel wieder oben haben. Ja? Die wollen unten losfahren, hochfahren und das Ziel wieder unten haben. Das heißt, man muss diese alternativen Wintersportarten, wo vielleicht Richtung Bike gehen, ja, regional sehen. Nicht für den Feldberg. Der Feldberg steht einfach im Winter für Ski. Also Skifahren lernt man am Feldberg. Das war schon immer so, seit wir denken können. Wir haben es dokumentiert. Hängt auch mit den Gegebenheiten zusammen. Wir haben hier einen breiten Hang, ja, und wir haben keine Steine. Wenn du in den Alpen Skifahren lernst, dann musst du erst einmal hochfahren mit einer Gondelbahn und dann bekommst du ganz schmale Pisten. Ja. Ein Anfänger, der will auch mal queren können. Und das kann er hier alles am Feldberg ideal. Also der Dr. Pillet hat sich schon, der hätte ja auch an Arlberg gehen können, ja, aber der hat sich diesen Berg ausgesucht und der hätte wahrscheinlich schon gewusst, warum.